Die Ausstellung Magische Spiegelung Johann Erdmann Hummel zeigt das Œuvre dieses Künstlers in allen Facetten. Es sind fast 100 Werke zusammengetragen worden, etwa die Hälfte Malerei, die Hälfte Grafik. Und die Ausstellung ist insofern eine ganz neue Erfahrung, weil wir den Künstler nicht chronologisch hier in seinem Werk ausbreiten wollen, sondern die Zuschnitte sind gewählt nach Themen, die uns heute noch relevant erscheinen, die den Künstler besonders auszeichnen, nämlich Spiegelung, Perspektiven, sein radikales Realismuskonzept. Was Hummel macht Anfang des 19. Jahrhunderts, macht niemand sonst in seiner Zeit. Er sucht sich Themen, die, siehe da, die Kunst 100 Jahre später wieder aufgreift. Und seither ist dieses Spiegelung-Thema aktueller denn je. Diese Granitschale war ja eine Sensation in Berlin in der damaligen Zeit, als man sie hergestellt hat und aufgestellt hat. Johann Erdmann Hummel hat dieser Granitschale einen dreiteiligen Zyklus gewidmet: dem Polieren der Granitschale mit Dampfkraft, dem Wenden der Granitschale nach dem Polieren und schließlich der Aufstellung der Granitschale vor dem Alten Museum. Und diese Situation, dass das Publikum sich dafür interessiert, hat der Maler zugleich genutzt, um auch wiederum sein Interesse an optischen Phänomenen, eben der Spiegelungen, in diesem Falle auf der hochpolierten Schale, darzustellen. Diese Vertiefung in diese Spiegelung ist eben gerade bei diesem Bild der aufgestellten Granitschale so besonders deutlich. Er wollte die Wahrnehmung des Künstlers von der Nachahmung befreien. Er wollte, dass man als Künstler subjektiv sieht und wollte aber dieses Sehen auf naturwissenschaftliche Grundlagen stellen, auf die Grundlagen mathematischer Berechnungen zum Beispiel. 1924 hat der damalige Direktor der Nationalgalerie, Ludwig Justi, hier die erste und bis dahin einzige Ausstellung zum Künstler Johann Erdmann Hummel veranstaltet. Und wenn man hier in der heutigen Ausstellung sich die Konfrontation mit den Werken auch der neuen Sachlichkeit anschaut, dann fragt man sich natürlich, wie kam es zu dieser Wiederentdeckung ungefähr 100 Jahre nach der Zeit von Hummel? Und wir merken, dass dieser Künstler, der uns eigentlich so als biedermeierlicher Maler von Veduten bekannt ist, eine ungeahnte Aktualität hat. Und gerade die damalige Presse hat sich eigentlich förmlich überschlagen in Reizwörtern, die den als radikalen und übersteigerten Realisten wahrgenommen hat. Also ganz das, was auch die nüchterne neue Sachlichkeit eigentlich angestrebt hat.